Zeihan Zhuo Zei. Der Dieb ruft, den Dieb zu fangen. Es war einmal eine alte Dame, die in der Nacht mit einem Päckchen selber auf der Straße lief. Plötzlich griff ein unbekannter großer Mann sie an und nahm das Päckchen weg. Die alte Dame lag hilflos auf dem Boden und rief laut: Ein Dieb, er hat mein Päckchen gestohlen! Der Ruf weckte die Aufmerksamkeit vieler Fußgänger und ein junger Mann versuchte, ihr zu helfen. Er lief dem Dieb nach. Der Dieb gab sein Bestes, möglichst schnell zu laufen, aber der junge Mann war sportbegabter und hat ihn schnell angeholt. Der Dieb konnte nicht entlaufen. Es kam ihm aber sofort eine gute Idee. Als der junge Mann ihn fast anfing, hielt er stattdessen den Arm des jungen Manns und rief laut: Ich habe den Dieb gefangen! Er gab der alten Dame das Päckchen zurück und gab sich schuldlos. Da es zu dunkel war, konnte weder die alte Dame noch irgendein Fußgänger unterscheiden, wer der Dieb und wer der hilfsbereite Reiter war. Der Dieb und der Helfer stritten sich stundenlang, bis sie ins Gericht des Bürgermeisters gebracht wurden. Der Bürgermeister organisierte einen Wettlauf von den beiden, wodurch er den richtigen Dieb deduziert hat. Im Chinesischen benutzt man das Idiom Zeihan Zhuo Zei. Der Dieb ruft, den Dieb zu fangen, in Kontexten, dass der Bösewicht jemanden anderen zu Unrecht beschuldigt, um die Wahrheit chaotischer zu machen und um die eigene Schuld zu verbergen. Im Alltagsleben, in der Geschichte und der modernen weltweiten Politik haben wir auch oft das Phänomen gesehen. Es ist ein sehr oft gebrauchter Trick, Gerüchte zu erfinden und die Wahrheit verschwommener zu machen, um eigene Fehler zu verbergen. Wenn jemand sich nur von eingeschränkten, ausgeführten Informationen informieren kann oder ohne Nachdenken manche Gerüchte sehr oft wiederholt hört, kann er leicht in kognitiver Verzerrung geraten. Mit der Zeit wird es immer schwieriger, die Wahrheit herauszufinden. Normalerweise wird man allmählich erzogen, eigene Verantwortung zu tragen. Aber manche Staatsregierungen verhalten sich wie ein riesiges Baby. Sie weinen bei jeder Kritik am lautesten und verschieben alle Schuld auf ein anderes Land oder ihre inkompetenten Untertanen. Dass das Volk unter Armut, Unfreiheit oder Krankheit leidet, die Gesellschaft in Unruhe liegt oder es Demonstrationen gegen die Regierung gibt, kann alles als die Schuld der ausländischen Macht definiert werden. Sie selbst hingegen sind immer unschuldig und korrekt und brauchen nicht bei dem Volk zu entschuldigen oder sich zu verbeißen. Dieser Trick kann zwar innerhalb von begrenzter Zeit und eines begrenzten Raums funktionieren, kann aber langfristig große Katastrophen anbringen und sowohl selbst als auch anderen schädlich sein.